Du hast Haarausfall und bist vielleicht total überfordert oder verzweifelt mit der Situation. Ich möchte dir Möglichkeiten in diesem Video aufzeigen, wie du diese Situation stoppst, den Haarausfall oder sogar wieder volles Haar bekommst. Hey Leute, mein Name ist Dominik und schön, dass du hier auf meinem Channel bist. Auf jeden Fall würde ich mich natürlich freuen, wenn du mal ein Abo dalässt, und ich würde dir raten, das Video bis zum Ende zu schauen, weil das Video wird dir einiges aufzeigen, was du gegen den Haarausfall tun kannst, um ihn zu stoppen oder sogar richtig volles Haar wieder zu bekommen. Ich möchte dieses Video so ein bisschen aufbauen, dass ich am Anfang erkläre, welche Möglichkeiten es gibt, deinen Haarausfall zu stoppen. Und am Ende des Videos möchte ich dir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du deinen Haarausfall nicht nur stoppen kannst, sondern wieder die Möglichkeit hast, zu vollem Haar zu kommen. Die erste Möglichkeit, die ich für dich habe, ist das Thema Glatze. Ab ins Badezimmer, Maschine in die Hand und einmal die Haare kurz rasiert, abgeschoren, Blick in den Spiegel und du hast auf jeden Fall nicht mehr das Gefühl, Haarausfall zu haben, weil die Haare ja ab sind. Ich gehe aber davon aus, dass das keine Option für dich ist, weil du möchtest noch andere Möglichkeiten von mir haben. Möglichkeit 2, die guten alten Hausmittel. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dran glauben muss. Nein, die Wirkung ist auf jeden Fall da. Und wir nennen das Ganze mal beim Kind oder beim Namen Knoblauch. Knoblauch ist nämlich so eine Sache. Es riecht nicht nur gut und schmeckt nicht nur gut, sondern es hat auch eine Wirkung für Haarausfall. Beziehungsweise es soll dafür sorgen, dass die Wurzel angeregt wird, die Durchblutung soll gefördert werden. Es ist ja so, dass eine Durchblutung einfach die Wurzel mit Energie versorgt und dadurch soll einfach der Haarausfall in Anführungszeichen gestoppt sein. Es ist natürlich so, dass Knoblauch nicht dafür sorgen wird, dass deine Haare wieder anfangen zu sprießen. Wie das Ganze geht, es ist so, das könnt ihr auch gerne mal einfach googeln. Man kann eine Rezeptur machen, das nennt sich Knoblauchpaste, indem ihr Knoblauch mit Olivenöl und Quark zusammenmixt, euch vor den Fernseher haut, ein bisschen Knoblauch, also diese Paste auftragt und das Ganze gut 10 bis 20 Minuten einwirken lasst. Ich würde euch raten, danach auf jeden Fall nicht auf Party zu gehen oder ein Date zu haben, weil das könnte übel ausgehen, so nach dem Motto, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Das sollte nicht so sein. Es gibt durchaus noch andere Hausmittel, die für das Thema Haarausfall in Frage kommen würden. Ich kann nur sagen, die positivste Resonanz von meinen Kunden, die vorher sich mit dem Thema befasst haben, war das Thema Knoblauch. Und von daher möchte ich euch das, wenn ihr es mal probieren wollt, auf jeden Fall am naheliegendsten machen. Die dritte Option, die ich für euch habe, sind die Koffein-Shampoos. Das bekannteste Shampoo, was ihr kennt, ist wahrscheinlich das Alpecin-Shampoo. Ich muss dazu sagen, dass da immer noch die Meinungen auseinandergehen. Es gibt viele, die sagen, es wirkt, es gibt viele, die sagen, es wirkt nicht. Ich möchte mich da komplett neutral verhalten. Ich möchte euch nur erklären, wie es wirkt. Und zwar kennt ihr das, wenn ihr viel Kaffee trinkt, das besteht ja auch aus Koffein, setzt sich das Koffein ins Gehirn ein und dadurch hat es so einen Wachmacheffekt. Und das soll genauso bei diesem Koffein-Shampoo auch sein. Es setzt sich an die Haarwurzeln, die sollen mit Energie versorgt werden und es soll die Zellwachstum oder Zellteilung ein bisschen beschleunigen. Das ist das große Ganze. Option bzw. die Erfahrung müsst ihr selber sammeln. Bevor wir zur vierten Möglichkeit kommen, möchte ich einfach nochmal davor sagen, dass alle Optionen, die ich jetzt genannt habe, eher nebenwirkungsfrei sind. Alle Themen, die wir jetzt abarbeiten werden, haben natürlich auch gewisse Nebenwirkungen, die sie mitbringen können. Das kann man nicht so verallgemeinern. Jeder Körper reagiert ein bisschen anders darauf und das wird jetzt eher so ein bisschen in den medizinischen Bereich gehen. Kommen wir mal jetzt zum vierten Punkt, das Thema Regain/Minoxidil. Regain mit dem Wirkstoff Minoxidil bekommt ihr auf jeden Fall in der Apotheke. Es wird nicht oral eingenommen, sondern es wird mit einer Tinktur, eine Art Schaum ist das, auf den Oberkopf aufgetragen. Ursprünglich wurde es hergestellt für Bluthochdruck. Das bedeutet, es sollte die Gefäße erweitern und dadurch sollte der Bluthochdruck gesunken werden. Stattdessen hat man auch festgestellt, dass diese Patienten, die das damals genommen haben, die vielleicht Haarausfall hatten, dass auf einmal dieser Haarausfall gestoppt wurde und dann hat man natürlich ein zweites Geschäft daraus gemacht. Wenn ihr euch dazu entscheidet, mal Erfahrungen mit Regain, sprich mit Minoxidil zu machen, braucht ihr auf jeden Fall Geduld. Ihr braucht mindestens 8 Wochen, bis der Haarausfall gestoppt wird. Und ich kann euch nur sagen, bleibt am Ball. Sobald ihr einmal anfangt, dieses Minoxidil nicht regelmäßig anzuwenden, dann habt ihr ein Problem. Denn ihr seid wieder an dem Status, wo ihr damals begonnen habt und das wollt ihr natürlich nicht.
Kommen wir zur 5. Option und da möchte ich im Vorfeld sagen, ich bin kein Arzt und mir steht es auch nicht zu, eigentlich über dieses Medikament aufzuklären, sondern wenn ihr eine Aufklärung wollt, die wirklich in die Tiefe geht, dann besucht gerne euren Allgemeinmediziner oder Hautarzt oder wie auch immer, um euch da auch eine richtige Erfahrung von einem Spezialisten zu holen. Ich möchte euch einfach nur mal groß, breitflächig kurze Vor- und Nachteile von der 5. Option geben und das wäre Finasterid. Es ist ein Medikament, was man oral einnimmt, sprich es ist eine Tablettenform, die auch jeden Tag mit 1 Milligramm eingeführt werden muss. Wichtig ist, dass ihr dabei darauf achtet, dass ihr jeden Tag die gleiche Dosis nehmt von 1 Milligramm. Und diese Tablette darf auf keinen Fall vergessen werden. Sobald ihr diese Tablette unregelmäßig nimmt, habt ihr auch gar keine Wirkung. Das heißt, der Haarausfall, den ihr eigentlich stoppen wolltet, wird weitergehen. Und es ist einfach so, dass die richtige Wirkung, und das ist bewiesen, nach ca. einem Jahr erst eintritt. Das heißt, das ist eine Wirkung, die wirklich über einen langen Zeitraum eingenommen werden muss. Also es gibt wirklich Patienten, die nehmen dieses Medikament 10, 15, 20 Jahre, um ihren eigentlichen Haarstatus wirklich stetig zu halten. Ich möchte aber bitte an euch appellieren, seid euch stets über die Nebenwirkungen bewusst. Und ich sage es jetzt auch wirklich sehr, sehr krass. Solltest du psychische Probleme haben, lass die Finger von diesen Tabletten, weil das Problem ist, und das ist bewiesen, das steht auch in der Packungsbeilage, dass sie auf deinen Gemütszustand gehen kann. Das heißt, man kann depressive Verstimmungen bekommen. Und es bringt ja nichts, wenn du sag ich mal, mental nicht so fit bist und so eine Tablette nimmst, die vielleicht dazu noch beiträgt. Das ist ja kontraproduktiv. Genauso ist es so, weil diese Tablette ja an sich auch für die Prostata eigentlich entwickelt wurde. Das heißt, für gutartige Vergrößerung der Prostata wurde Finasterid entwickelt, um diese Prostata wieder kleiner zu machen. Das bedeutet einfach, dass es durchaus so passieren kann, dass du Libido-Verlust bekommst. Das bedeutet, dass du einfach keine Lust mehr auf Sex hast oder dass du vielleicht sogar Potenzstörung. Ne? Also ich mache das jetzt ziemlich krass gerade, weil ich wirklich möchte, dass du, wenn du dich für dieses Thema entscheiden solltest, wirklich Kontakt zu deinem Arzt aufnimmst und nicht auf eigenen Dunst da sagst, ich möchte jetzt Finasterid nehmen und dir gar nicht stets bewusst über die ganzen Nebenwirkungen bist. Als kleinen Abschluss zu Finasterid möchte ich einfach noch sagen, dass es wirklich den Testosteronspiegel bremst. Das bedeutet, dass eure androgenetische Alopezie, also diesen erblich bedingte Haarausfall, der soll einfach gestoppt werden und dass ihr einfach dadurch auch weniger Testosteron produziert. Alle Optionen, die wir jetzt besprochen haben und Möglichkeiten, möchte ich dazu sagen, können höchstens den Haarausfall stoppen. Sie tragen aber nicht dazu bei, dass eure Haare wieder anfangen zu sprießen. Das will ich einfach wirklich nur noch mal dazu sagen. Nicht, dass ihr an irgendeine Erwartungshaltung daran geht und ihr im Nachhinein enttäuscht werdet. Wenn ihr natürlich wollt, dass euer Haarausfall nicht nur gestoppt wird, sondern dass ihr wieder endlich volles Haar bekommt, dann sind Möglichkeiten 6 und 7 was für euch. Die 6. Möglichkeit, die ich für dich habe, ist das Thema Haartransplantation. Es ist auf jeden Fall so, dass du gewisse Voraussetzungen mitbringen musst, damit diese OP auch erfolgreich durchgeführt werden kann, damit du am Ende natürlich auch als Gewinner aus dieser Sache gehst oder beziehungsweise auch glücklich bist, was deine vollen Haare angeht. Es ist ein sehr komplexes Thema und da würde ich gerne nochmal in einem extra Video drauf eingehen, welche Voraussetzungen oder welche Kriterien das sind, damit du überhaupt eine OP machen kannst. Dazu kommen wir dann aber, wie gesagt, nochmal im anderen Video. Die Vorteile sind natürlich an so einer HT, dass du volles Haar bekommst und dass du nicht nur den Haarausfall stoppst. Die Nachteile sind, ist es ein chirurgischer Eingriff, das muss dir stets bewusst sein und dass du auf jeden Fall eine längere Zeit brauchst, bis du dich von dieser OP erholst, also nicht du, sondern deine Hautsituation und bis du auch ein Ergebnis hast. Also ich denke, Pi mal Daumen, dass du schon so ein halbes, dreiviertel Jahr brauchst, bis du sichtbare Ergebnisse hast. Kommen wir zum letzten Punkt, zu Punkt 7. Das sind natürlich unsere Haarsysteme. Ich sage unsere, weil vielleicht hast du noch nicht andere Videos von mir gesehen. Wir vertreiben natürlich die Haarsysteme. Das heißt, du kannst dir gerne auch mal Transformationen anschauen, wie die Verwandlung von so einem Haarsystem ist. Natürlich gibt es auch hier Vor- und Nachteile. Ich fange einfach mal mit einem Nachteil an. Natürlich ist es so, dass du etwas Arbeit hast. So ein Haarsystem reinigt sich nicht von selber, es klebt sich nicht selber und es stylt sich nicht selber. Das heißt, du bist immer noch dafür verantwortlich. Du bekommst natürlich alles da so beigebracht von uns, dass du von zu Hause damit auch selber umgehen kannst. Und die Vorteile gegenüber vielleicht einer HT, also sprich einer Haartransplantation, sind natürlich, dass du keinen chirurgischen Eingriff hast und dass du auf jeden Fall keine Abheilungszeit hast. Das heißt, du kannst innerhalb einer Stunde deine Transformation bekommen und endlich wieder volles Haar haben.
Ihr möchtet mehr Infos über Optionen 6 und 7, sprich über Haarsysteme und Haartransplantation, dann solltet ihr auf jeden Fall dieses Video checken, weil genau da geht es explizit um diese beiden Themen. Das ist alles detailliert über die Vor- und Nachteile. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.